Ja, erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und dieses Mal backe ich wieder was, und zwar einen Apfelkuchen nach holländischer Art. Ja, vielleicht wisst ihr es ja schon. Ich bin nicht ein Mann der vielen Worte und deswegen schwätzt man nicht lange drum rum. Kümmern wir uns gleich um die Zubereitung und um die Zutaten. Ja, dann nehmen wir eine Zitrone und quetschen jeden Tropfen aus. Und dann geben wir auch die weiteren Zutaten in die Schüssel, und zwar Mehl, Zucker, Butter, Eier und Backpulver. Und jeder, der es möchte, kann auch einen Mürbeteig machen. Spricht gar nichts dagegen, aber ich mache diesen Teig, so wie ich ihn möchte. Bevor jetzt die Eier hinzukommen, rühre ich das Ganze noch mal kurz durch, damit alles schön verteilt in dieser Schüssel ist. Ja, anfänglich nehme ich dann natürlich den Mixer, aber damit es ein richtig schöner Teigbolle gibt, nehme ich nachher noch die Hände dazu. Wir wickeln dann später den Teig in Folie und geben den zum Ziehen lassen in den Kühlschrank. Und jetzt sind die Äpfel dran. Und dafür geben wir Zucker und Zimt in eine Schüssel und rühren das Ganze gut durch. Bevor wir jetzt aber die Äpfel schälen und schneiden, geben wir noch den Zitronensaft in die große rote Schüssel. Der Zitronensaft hat die Aufgabe, dass die geschnittenen Äpfel nicht so schnell braun werden. Und die Mengenangabe für die Äpfel ist echt schwierig. Wir brauchen so viel Äpfel, dass nachher der Kuchen mit den Apfelschnitten gefüllt ist. Jetzt folgt die Mischung mit dem Zimt und dem Zucker. Und wir geben dann immer wieder die geschnittenen Äpfel mit hinein und rühren das immer wieder durch. Wir wollen wirklich nicht, dass die Äpfel braun werden. Gut, jetzt ist die Backform dran und die fetten wir richtig heftig ein. Ja, und damit der Teig nicht so anpackt, nehmen wir noch ein paar Haferflocken und verstreuen diese gleichmäßig. Ja, wir wenden uns jetzt dem Teig ja zu, aber wir nehmen nicht den ganzen Teig, sondern nur 2/3 von dem Teigbolle. Damit wir diesen Teig nachher später besser in die Form bekommen, rollen wir den vorher aus. Und damit ich den Rand besser hinbekomme, nehme ich den Restteig und mache daraus Würstchen und drücke den so in den Rand hinein. Ja, das funktioniert bei mir einfach ganz gut. Ja, und wir brauchen für später noch ein Ei, und das schlagen wir auf und pürieren es, weil ein püriertes Ei sich viel besser verstreichen lässt. Ja, dann nehmen wir jetzt die Äpfel bzw. die Apfelscheiben und geben sie in den Teig hinein. Natürlich sollten die Äpfel so hoch sein wie der Teigrand. Das erklärt sich ja von selbst. Wir haben ja vorher nicht den ganzen Teig verwendet, sondern wir haben 1/3 übrig gelassen. Diesen Teig rollen wir aus und machen daraus Streifen, und diese Streifen legen wir dann über die Äpfel. Aber gell, die Streifen natürlich schön parallel hinlegen. Und die Streifen überkreuzen natürlich im rechten Winkel.
Nun, jetzt kommt das pürierte Ei ins Spiel und das streichen wir jetzt über das Teiggitter. Und zwar fast das ganze Ei wird da dann verwendet. Denn der Schwab verwendet alles, da wird nichts verschwendet. Und als Krönung geben wir dann die Mandelblättchen drauf. Die bleiben dann durch das Ei haften. Und dann ab damit in den Ofen für 75 Minuten bei 175 Grad. Ja, und wenn es dann soweit ist, dann hole ich den Kuchen nicht sofort heraus, sondern ich lasse ihn noch für 10 Minuten im Ofen drin bei geöffneter Klappe. Ofenklappe versteht sich. Ja, und weiter geht's. Wir nehmen den Kuchen aus der Form heraus und geben den auf eine Kuchenplatte. Dort schneiden wir den Kuchen dann an und können ihn dann auch schon probieren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, dieser Apfelkuchen ist einsame Spitze. Das ist mein allerliebster Apfelkuchen. Ich finde, das ist der beste Apfelkuchen der Welt. Aber das muss jeder für sich herausfinden. Probiert es doch einfach mal, diese Art Apfelkuchen zuzubereiten, zu backen und dann schildert mir einfach, wie er war. Das würde mich richtig freuen. Aber wie ihr seht, wir sind wieder beim Probieren und somit wisst ihr auch wieder, dass wir wieder am Ende angekommen sind von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Abonniert mich bitte, das würde mich auch riesig freuen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.